Hallo ihr Lieben, willkommen auf Hazelnuts Express. Heute zeige ich euch gern mal, wie man so einen Comic-Mund mal eben malt. Viel Spaß! Bevor Farbe ins Spiel kommt, braucht das Motiv erstmal eine Grundlage. Ich mache mir fast immer ein kleines Scribble oder zeichne die Form in Illustrator vor. Wenn ihr euch damit schwer tut, könnt ihr natürlich auch ein Foto ausdrucken und das als Vorlage nutzen. Das Wichtigste ist, dass die Proportionen stimmen. Details entstehen später ganz von allein. Jetzt kommt die erste rote Grundschicht. Die trage ich ganz entspannt flächig auf. Perfekt muss die gar nicht sein, denn Tiefe und Schattierungen arbeite ich gleich nass in nass ein. Jetzt wird getupft, so entsteht eine schöne unregelmäßige Oberfläche. Und mal ehrlich, eine Zunge ist ja auch nicht spiegelglatt, hat ja schließlich auch kleine Noppen. Also ruhig etwas Struktur zulassen, das macht sie später viel lebendiger. Jetzt bekommt die Zunge ihre Form. Mit Schwarz ziehe ich zuerst die Mittellinie und arbeite anschließend die Schatten vorsichtig mit einem Tupfpinsel ein. Dabei versuche ich nie harte Linien zu malen, lieber langsam mehrere Schichten aufbauen, so entsteht ganz automatisch Tiefe und die Zunge wirkt schön gewölbt. Nachdunkeln kann man immer, heller machen wird schon deutlich schwieriger. Jetzt kommt mein Lieblingsteil, die Highlights. Mit etwas Weiß entstehen plötzlich Glanz und Volumen. Eigentlich ist Malerei oft nur ein Spiel aus Licht und Schatten. Je stärker der Kontrast, desto plastischer wirkt das Motiv. Die Highlights setze ich deshalb ganz bewusst nur dort, wo später das Licht auftreffen würde. Der Oberlippe arbeite ich genauso. Ich baue die dunklen Bereiche Stück für Stück auf und lasse verschiedene Rot- und Schwarztöne ineinander laufen. Dadurch entstehen diese weichen Rundungen. Und zum Schluss kommen wieder kleine Highlights dazu, die bringen Glanz und lassen die Lippen fast schon etwas glänzend wirken. Und jetzt kommt der spannendste Teil, die Zähne. Tatsächlich male ich das hier heute zum ersten Mal mit Acryl, also schauen wir mal, ob es funktioniert. Zuerst setze ich unter der Oberlippe einen feinen grauen-rosa Schatten. Genau dieser kleine Schatten sorgt später dafür, dass die Zähne nicht flach wirken. Ja, jetzt male ich die Grundform erstmal wieder komplett mit Weiß aus und später werde ich auch noch ein bisschen hellgrau und helles Rosa einarbeiten. Das macht's dann wirklich einfach, das wirkt dann natürlicher.
Also die Trennlinien zwischen den Zähnen in Schwarz, die setze ich wirklich nur ganz vorsichtig und behutsam mit einem feinen Pinsel ein. Hier gilt wirklich, weniger ist mehr. Ja, dann bin ich jetzt eigentlich auch schon fertig. Ich zeige euch jetzt gleich das Endresultat und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, noch irgendwas unklar ist, gerne in die Kommentare. Ich bin da für euch. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Wenn ja, freue ich mich riesig über ein Like. Ansonsten, das komplette Video erscheint nächste Woche, seid also gespannt. Sobald es online ist, verlinke ich es euch direkt hier im Video. Also bis ganz bald!